I believe that rugby is the greatest sport in the world. Now, some people might think that's being a bit too overly dramatic, but I think there's no substitute for rugby at all anywhere. Es kann jede Körperstatur eigentlich spielen, also vom kleinen, dicken sozusagen bis zum großen, dünnen. Ist alles dabei, es gibt fast für jeden eine Position zu spielen. Es gibt im Rugby wenig Fouls und es wird auch nicht toleriert, wenn jemand nicht in Ordnung spielt. Respekt ist das Wichtigste, am Spielfeld gibst du alles. Du möchtest die Gegner ganz hart tackeln und du willst durch und nach dem Spielfeld gibst du deinen Handschlag, egal was passiert ist. We have a lot of respect for each other as players and off the field and on the field there's a mutual respect for the whole code. So that's something that a lot of other sports don't have. We've really got that mastered. Stay tight. Nochmal zurück, nochmal zurück. Komm, 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 komm. Komm mit. Auch das Interessante ist für viele Leute, ist, dass jeder Rugby spielen kann. Du brauchst die kleineren, schnellen, wendigen Spieler, du brauchst aber sowohl auch die größeren, kräftigeren Spieler, die dann eine Linie durchbrechen können. Also es ist jeder Körpertyp gefragt und es gibt keinen, der nicht mitspielen kann. Well, that's a good thing about rugby. We cater for all shapes and sizes and abilities, and there's always some position in the club for somebody that wants to get involved. So whether it be a referee or a coach or a trainer or physiotherapist, any position there that will welcome people to get involved. Well, I think Austria are quite unique with their rugby intake because they're starting to get their own stamp and their own identity on the sport now, and they're a very precise nation, I'd say, like individually and personality-wise. And one thing that I found quite surprising is that with most teams in the UK, you can actually kind of like simplify the plays and try and make it as simple as possible for the guys to understand. These guys were more than happy to make it more uncomplicated and more structured, so that was quite cool to play around with. Die Begeisterung zum Rugby-Sport ist die Bewegung, die Kameradschaft, die Werte, die dahinter stehen, einfach auch das Körperbetonte ein Stück weit, und das motiviert eigentlich alle Altersgruppen und Burschen und Mädels gleich. Mich begeistert am Rugby-Sport, dass man einen unglaublichen Zusammenhalt hat und dass das ein Sport ist, der ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl eigentlich fördert. So ein fairer Sport wie Rugby, obwohl es 80 Minuten hart zugeht und wir uns wirklich ziemlich einschenken, muss ich sagen, gibt es, glaube ich, weltweit nirgends anders, in keiner Sportart, dass man nach dem Match zusammensitzt, miteinander isst, bespricht und einfach eine gute Stimmung hat, sowohl mit den Gegnern als auch mit den eigenen. Yeah, of course, that's one of the main differences. Like, you have to respect the referee, you have to respect your opponent, you have to respect your teammates, so you all really work together, and that's the basic of the sport, to play fair and tough sport. Was mich sehr fasziniert, ist, dass es körperlich unglaublich vielseitig ist. Also man kann, auch wenn man trainiert für Rugby, merkt man kann nichts vernachlässigen. Man muss den ganzen Körper einsetzen, man muss schnell sein und stark sein, und da könnt ihr ewig weiterreden. Also es ist wirklich ein sehr, sehr vielseitiger Sport. Go. Yep. Go. Go. Behind our flag. Our home, our game, smash those cunts, yeah? Let's go, let's have fun, boys. Let's go! Rugby! Die Zuschauer schätzen es wert, was da passiert. Es gibt in großen Stadien auch keine Sektoren oder sowas, ist nicht notwendig. Der Kontakt macht natürlich auch etwas aus, weil man kann wirklich die Energie rauslassen und alles am Feld lassen. Deswegen gibt es auch keine unguten Szenen. Nachher treffen sich alle auf ein Erfrischungsgetränk gemeinsam. Super Jungs.
eine Hochschaubahn der Gefühle, einfach von der Nervosität über die Euphorie des Matches, über den Push, den man kriegt an Energie von den Fans, bis hin zum ausgelassenen Feiern gemeinsam mit dem Gegner sogar. Ja. Ja! Aber wenn man dann selber mal mitspielt und das erste Mal selber am Boden geschmissen wird und merkt, eigentlich gar nicht so schlimm und aufstehen, weitermachen, ist es eigentlich ein ziemlich cooles Gefühl und eigentlich nicht vergleichbar mit irgendwas anderem.